Hallo, heute wollen wir ein bisschen Action machen mit unserer neuen Picomic 225 und 220. Die habe ich heute mitgebracht und die wollen wir heute mal im Einsatz zeigen. Ja, die beiden Varianten, die wir hier haben, unterscheiden sich im Grunde nur im Gehäuse. Das heißt, hier haben wir die Anlage für die große Spule, 15 Kilo, und hier die kleine Spule. Für den Baustelleneinsatz manchmal einfach schöner, wenn man nicht so eine große Spule mitnehmen muss. Beide Geräte verfügen über einen PFC und sind 230 Volt Geräte. Das bedeutet, man kann sie an der ganz normalen Steckdose betreiben. So, unsere Picomic hat jetzt auf ihrem Werkstatt-Trolley Platz genommen. Sie ist eine Multifunktionsanlage, das heißt, sie kann Wick-Lift-Arc und auch elektrodisch schweißen. Aber heute wollen wir uns mit Mic-Mac-Schweißen beschäftigen und fangen mit einem 1 mm Stahldraht an. Der ist in der Pulsvariante auch pulsfähig. Die Anlage gibt es auch als Synergic-Variante. Da muss man dann halt auf den Puls verzichten. Die Anlage schweißbereit zu machen ist absolut simpel. Im Inneren befindet sich die Jobliste. Hier kann man dem Draht entsprechend den Job auswählen und diesen an der Steuerung einstellen. So, dann setzen wir mal unseren Draht ein. Unsere Picomic verfügt über einen 4-Rollen-Drahtantrieb und das Einfällen des Drahtes funktioniert wirklich sehr einfach. Man braucht den Draht nur ansetzen und den Rest macht die Stromquelle von allein. Die Anlage ist gasgekühlt und den Brenner haben wir bereits angeschlossen. Der Draht ist eingefädelt. Jetzt können wir loslegen. Heute habe ich mich entschieden, ein 8 mm Stahlblech zu schweißen. Die Einstellungen dafür sind relativ einfach. Man hat einen Regler, mit dem man entweder über den Strom, die Blechdicke oder den Drahtvorschub die Einstellung vornehmen kann. Über den zweiten Regler kann man individuell an den Schweißer angepasst eine Spannungskorrektur vornehmen, einfach für den individuellen Geschmack. Zu guter Letzt kann man hier an dieser Taste auswählen, ob man Standard- oder Impuls schweißen möchte. Für das 8 mm Stahlblech habe ich jetzt 10,2 Meter Drahtvorschub und 198 Ampere ausgewählt und damit schweißen wir jetzt. So, das war unser 1 mm Stahldraht. Jetzt dasselbe nochmal mit einem Fülldraht, Metallpulver. Dafür bauen wir die Anlage jetzt schnell um und dann geht es weiter. So, Draht ist drauf. Wie gehabt, Jobliste, den passenden Job aussuchen und an der Steuerung einstellen. So, im Prinzip können wir jetzt wieder schweißen. Eben haben wir den Fülldraht in Pulsverfahren geschweißt. Jetzt stellen wir mal um auf Standard, um zu zeigen, wie schön der Draht auch im Standardverfahren mit der Anlage zu verschweißen ist. Dafür müssen wir nur hier von Puls auf Standard umwählen. Als nächstes wollen wir Aluminium schweißen. Dafür habe ich mir hier erstmal alles vorbereitet. Wir müssen jetzt den Brenner umbauen, andere Drahtrollen drauf und dann geht es weiter. Anlage und Brenner sind umgerüstet. Wir haben das Gas gewechselt auf Argon, damit wir das Aluminium verschweißen können. Wir haben einen 1-2er Aluminiumdraht eingefädelt. Jetzt, wie gehabt, in der Jobliste den entsprechenden Job raussuchen. Einfach an unserer Steuerung umstellen auf den richtigen Job. Danach stellen wir noch um auf Puls, da wir Aluminium in Puls schweißen wollen.
Jetzt können wir die Leistung passend einstellen, wieder über den Strom, die Blechdicke oder halt eben den Drahtvorschub. Und schon kann man schweißen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Die neue Picomic hat sowohl Start- als auch Garter-Füllparameter, die speziell fürs Aluminiumschweißen sehr gut geeignet sind. Hier kann man am Start mit einer überhöhten Leistung und am Ende mit einer abgesenkten Leistung die Schweißnaht beginnen und enden lassen. Für die Aluminiumjobs sind werksseitig diese Parameter auch schon voreingestellt. Ich will euch das auch mal kurz zeigen. Hier kann man den Startstrom einstellen, eine Zeit dazu, eine Slopezeit für ins Schweißen zu wechseln, eine Slopezeit für in die Endgarter-Parameter zu gelangen und auch für den Endgarter gibt es eine Leistung und eine einstellbare Zeit. Und wie gesagt, voreingestellt für die Aluminiumjobs schon drin. Jetzt können wir uns die Sache nochmal angucken. Einmal das 1 mm Massivdraht geschweißte, 8 mm Stahlblech, das gepulste mit Fülldraht geschweißte 8 mm Stahlblech, sowie das im Standard geschweißte 8 mm Stahlblech im Fülldraht und last but not least unser Aluminiumblech mit dem 1,2er ALMG-Draht. Unsere Schweißmusterbleche, 1 mm Stahldraht, 1 mm Metallpulverfülldraht und 1,2 mm Aluminiumdraht. Solche Bleche mit solchen Schweißnähten in der Materialdicke, all das ist möglich dank PFC aus der normalen Steckdose und mit unserer neuen Picomic. Und schon kann jeder auch zu Hause solche Nähte schweißen.